Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Tunze-Kanal. Ihr habt dieses Video angeklickt, weil ihr dieses schöne große Becken gesehen habt und vielleicht in dem Thumbnail gelesen habt, wir bauen hier jetzt auch mal Orcas ein. In jedem Aquarium, in dem ich die bisher eingebaut habe, war ich geflasht davon, mit wie wenig Strömungspumpen man unglaublich viel Strömung in dem Aquarium erreichen kann. Ich habe es in dem letzten Video auch schon erwähnt, hier ist sowieso schon super Strömung drin. Wir haben hier eine schöne Welle, ihr seht, alle Korallen sind glücklich. Deswegen ist es jetzt mehr so ein Experiment, was wäre wenn, was kann man mit dem Orca noch machen oder was hätte man alternativ machen können. Ich will hier bitte überhaupt nicht sagen, dass hier irgendwas falsch ist oder schlecht ist. Ich glaube, wir können ein bisschen den Energiebedarf senken und ich glaube, wir können diesen Spieltrieb mal ein bisschen rauslassen und mal zeigen, was alles mit dem Orca gehen würde. Aber grundsätzlich ist hier einfach schon, kann ich so sagen, oder? Eine Top-Strömung drin, gell? Haben wir auch viel Mühe mitgegeben. Ja, ja. Wir bauen die jetzt also einfach mal ein, wir experimentieren mal herum, was wäre wenn. So, und jetzt sagst du mir mal gleich direkt, was ist dir bei der perfekten Strömung in deinem Meerwasseraquarium wichtig? Die perfekte Strömung ist das Problem, du hast ja verschiedene Ansprüche bei den Korallen. Ich habe im oberen Bereich hauptsächlich SPS stehen, die können ja richtig viel Strömung haben. Und im unteren Bereich ist viel LPS, die brauchen ein bisschen sanftere Strömung. Jetzt kann ich das über zwei Pumpen natürlich regeln, eine oben stark, eine unten schwach. Wenn das natürlich jetzt über die Orca funktionieren kann, dass ich im oberen Bereich die hohe Leistung fahre und im unteren Bereich die schwache Leistung, wäre ich doch erstaunt. Wenn das funktioniert. Okay, spannend. Ach, deswegen hast du das jetzt auch hier so, dass du eine oben und eine unten hast. Richtig. Okay, gut. Ja. Wobei das muss ich dabei sagen, die habe ich jetzt wieder höher stellen müssen, damit die Akku da genug Strömung kriegt. Die ist auch noch ein bisschen unterversorgt, die dürfte auch noch ein bisschen mehr haben. Also das ist schon schwierig. Also Strömung ist immer ein Thema für sich. Guck mal, dieses Video wird jetzt ein bisschen für all die gerade dabei sind, sich so ein großes Aquarium einzurichten und sich dann denken, hey, wie mache ich das jetzt mit der Strömung? Ich brauche irgendein Vorbild. Ich habe da mal ein Video gesehen, wie man das mit nur 2 Orcas hinkriegt. Oder auch nicht, das werden wir jetzt sehen. Verzeih mir bitte, ich habe sie dir komplett lieblos einfach nur in so einer grauen Kiste mitgebracht. Die Unboxing-Videos, die will ja sowieso keiner sehen. Die hätte ich auch nur wieder entsorgen müssen. Ja, genau so ist es. So. Und so sieht das Ganze schon aus. Ne? Das haben wir jetzt auch immer wieder in Videos gezeigt. Recht gut und hochwertig. Ja, ich finde es immer schwierig, wenn ich die in der Produktion sehe. Und dann denke ich mir, oh, so schön. Und dann lange ich ihn an und dann, nein, Fingerdapper auf dem Carbonrohr. Ja. Nein, ich habe es verkackt. Das ist ja auch ein sehr edles Material, muss man ganz klar sagen. Ja, also wo es geht, haben wir versucht, die alleredelsten, die hochwertigsten Werkstoffe und Möglichkeiten einzusetzen. Wir versuchen hier die Premium-Lösung zu sein und die Dreheinheit an sich ist auch einfach was Gutes und was Großartiges in jedem Aquarium. Wenn ihr Bock habt, auch so einen Orca in euer Becken einzubauen, wir verlinken euch mal direkt unten in der Videobeschreibung den Link zu unserem Webshop, wo ihr den hier kaufen könnt. Und zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieses Videos gibt es den auch schon in schwarz. Sag mal, hier sieht es, glaube ich, ganz schön aus in weiß. Sagen, passt gut. Aber es gibt den einen oder anderen, der sagt, ich will es oben in schwarz. Auch den gibt es. Das ist jetzt die große Variante. Na, das habt ihr jetzt die 6105 unten dran. Ist jetzt gerade für solche Gigabecken da was Gutes, was Wichtiges, aber wenn ihr eher so in der 500 Liter Klasse unterwegs seid, gibt es da unten auch noch eine kleinere Pumpe. Dazu haben wir auch schon mal ein Video erstellt und das verlinken wir euch auch unten in der Videobeschreibung. Bei der Gloria haben wir nämlich mal so eine 6075 Version eingebaut. Okay? Das heißt im Endeffekt brauchen wir die nur, wenn das so ist, wie ich mir das vorstelle. Genau. Zack. Ah, das ist aber so. Boah, super. Ja, das hält. Gefällt mir. So hast du es dir vorgestellt? Ja. Sehr gut. Ja, oft hast du diese Halterungen, ganz ehrlich, dass die pimpelig sind. Ja. Dass die Köpfe kaputt drehen und so weiter. Ja. Maximale Tiefe. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Einfach mal anschauen. So sitzt sie fest, ne? Ja. Ich glaube, die Tiefe ist gar nicht die Höhe ist gut. Ich glaube, die gefällt mir. Cool. Weil im höheren Bereich nicht, aber ich glaube, von der Höhe, das sieht, glaube ich, schon ganz ordentlich aus. Es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, das Ding einzustecken. Standardmäßig, wenn man sich das kauft, dann kommt dieses wunderschöne Medizintechnik-Netzteil mit, echt klein und schnuckelig. Ich glaube, das Ding hat 2 Millionen Stunden mittlere Lebenszeit bis zum, also Meantime Before Failure.
2 Millionen Stunden, das wird irgendwie nie kaputt gehen. Die schaffe ich nicht mehr. Nee, das ist völlig, ich sag mal so ein Laborwert. Gell? Also das wird ewig halten. Ich sag mal, dann hat die Pumpe ihre 12.000 Liter. Die Alternative ist, wir nehmen dieses fette Netzteil hier. Die Alternative, ich habe euch das auch mal gezeigt, als wir in Besançon waren, bei Recife at Home, da haben wir dieses schöne große 5 Meter Aquarium gehabt und haben halt gezeigt, wie man mit nur 2 Orcas dieses 5 Meter Becken beströmen kann. Da mussten wir aber ein bisschen tricksen und den Standard Orca mit dem größeren Netzteil hier versorgen und das wäre jetzt die Option. Dann hast du auch, also bei deinem Becken, glaube ich, könnte sein, dass es notwendig ist, sagen wir es mal ehrlich. Wir probieren es auch gerne mal. Weißt du was, wir machen es so. Wir probieren jetzt mal den Standard aus und dann geben wir Steroide. Komm. Also jetzt so ein kleines Mikronetzteil als Strömung für so ein Aquarium wäre doch jetzt irgendwie lustig. Ich glaube nicht, dass es geht, aber wir probieren es. Jetzt ist er angeschlossen. Jetzt ist er angeschlossen, jetzt routet er. Und jetzt ist der magische Moment, wo wir in Betrieb nehmen. Das Gerät ist jetzt so neu und fancy, dass es keine manuelle Steuerung mehr hat. Das müssen wir jetzt mit der App machen. Du müsstest dir eigentlich nur die Tunze-App runterladen. Ganz oben. Die oberste. Ja. Dann nehmen wir die. Sehr gut. Installieren, auf geht's. So, jetzt wollen wir hier mal eine richtige Plug-and-Play-Experience haben. Also tatsächlich, die Herausforderung ist ja, der Orca kann nach links und rechts schwenken. Ich habe da jetzt rausgehört, dass wir eigentlich so ein Oben und Unten bräuchten. Der eine oder andere von euch meinte auch schon zu mir, hey, das wäre doch jetzt voll cool, wenn wir nicht nur nach links und rechts, sondern auch nach oben und unten könnten. Und ich habe dann nett gesagt, dass ich froh bin, das links und rechts erstmal stabil hinzukriegen und dann können wir immer noch freaky dran weitermachen. Wenn wir an Tagen wie heute merken, dass das eigentlich total sinnvoll wäre. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn wir nach rechts schießen, dann kommen wir auf die Akkus ganz gut. Ich kann jetzt hier weitermachen. Yes, jetzt richtest du noch ein Aquarium ein. Und da du nur ein wunderschönes großes Aquarium hast. Startzeit, achso, Name. Und jetzt gibt es da unten diesen Knopf, der heißt Geräte. Dann kannst du draufdrücken und dann oben auf das kleine Plus. Und dann wählst du den Orca MK2 einmal aus. So, jetzt sucht er den. Dann kannst du auf Jetzt einrichten klicken. Kannst du noch den Datenschutzbestimmungen zustimmen. So. Dafür haben wir jetzt die Berechtigungen erteilt, dass er sich jetzt direkt mit dem Gerät verlinkt. Jetzt musst du ihm auch erlauben, dass es in das WLAN-Netz reingeht. Sehr gut. Läuft ja wie am Schnürchen. Der erste ist immer der, ich sage kritisch, aber der braucht die meiste Liebe. Genau, jetzt kannst du ihm noch sagen, in welches WLAN-Netz er sich verbinden soll. Dein Passwort schaue ich natürlich weg. Das muss ich jetzt erstmal selber suchen. So, was? Haben wir es jetzt schon geschafft? Ja, ich bin drin. Ja, ein bisschen Zeit braucht er auch. Ja, ist jetzt aber ganz normal. Yep. Oh, Glückwunsch, Konfetti, ja, geschafft. Und? Zack, und jetzt ist er drin. So, und jetzt siehst du ihn hier in der Liste. Verbindungsstatus perfekt, du hast ja also gutes Wi-Fi. Denk dran, wenn ihr diese Verbindung machen wollt, die größten Fehler, die sind, der Hauptrouter sendet nur 5 GHz Wi-Fi aus. Das Ding kann nur 2,4 GHz. Und schaltet den VPN aus, wenn ihr irgendwie unterwegs seid mit, was gibt es da nicht alles für VPN-Dienstleister, aber dann kann er auch lokal kein Netzwerk finden, deswegen drückt er auf Pausieren und dann klappt es meistens so leicht, wie es hier gerade eben gezeigt wird. Das war jetzt nicht gefaked, oder? Auf einen Rutsch. Nein, habe ich jetzt. Sehr gut. Und jetzt gehe ich mal auf die andere Seite, dass du den schönen Teil machen kannst. Jetzt klickst du einmal deinen Orca hier an. Ja, du kannst jetzt hier auf Loslegen drücken. Und dann drehst du den jetzt einfach mit der Hand so, dass du sagst, das ist für mich zum Beispiel 0 Grad. Ja, da wäre mir eigentlich, glaube ich, am liebsten. Da kann ich am besten starten. Du kannst aber, stellst dir so ein, wie es für dich in deiner Wahrnehmung angenehm ist. So ist für mich 0 Grad schön. Da weiß ich, dass es 0 Grad ausfällt. Dann kannst du speichern. So, jetzt sagst du ihm, links oder rechts deinen Grenzpunkt. Wie weit soll er maximal jetzt erst noch wieder speichern? Nee, noch nicht. Genau, jetzt siehst du da oben, jetzt sind wir bei 0 Grad. Ach, da. Jetzt kannst du mit deinen Fingern das Rohr so weit rüber drehen, dass du so weit wie du willst, dass er rüber schwenkt. Das kannst du natürlich später ändern, aber jetzt einmal kannst du es ihm quasi sagen. Bis da dürfte er ruhig gehen. Gut. Jetzt siehst du auch da oben, da steht jetzt minus 58 Grad drin. Und jetzt sage ich wieder speichern, genau. Jetzt drehst du auf die andere Seite, wie weit er da rüber gehen soll. Ich würde sagen, nicht weiter. Das müsste reichen. Weil dann kriegt er hier die Strömung rüber speichern. Sehr gut. Lässt sich aber alles noch wieder korrigieren. Lässt sich alles korrigieren. Es ist nur einmal eingerichtet, dass man möglichst direkt. So, stell jetzt eine initiale Strömung ein. Du kannst sie jederzeit ändern. Also, das ist jetzt 25, 40, 50% von der Leistung, die da ist. Ja, zum Beispiel 50, die er zur Verfügung hat. Und jetzt wird er mit 25% Geschwindigkeit und wie du eingestellt hast, 50% Leistung, die 2 Winkel hin und her fahren, die du jetzt hattest. Das ist jetzt quasi. Gut, dann wäre jetzt sinnig, dass wir mal die anderen Strömungspumpen ausschalten. Cool. Und wir das sehen können. Ne? Sehen wir mal 50% Leistung mit dem kleinen Netzteil. Da sehen wir, dass wir nicht unbedingt viel Strömung haben. Aber was mir schon gefällt, der haut hier schon in die Oberflächenbewegung rein. Das ist schon mal gut.
Weil Oberflächenbewegung ist ja auch A und O bei Meerwasseraquaristik. Das ist auch ganz wichtig. Da würde ich sagen, die drehen immer erst ein bisschen weiter auf, damit sich wieder was bewegt. Ja, mach. Obwohl, ich glaube, da kommt auch schon ein bisschen über. Ne? Ja, dein Aquarium, deine Erfahrung? Also hier an? Nee. Ja, du kannst einfach diesen Schieberegler so... Ach, kann ich jetzt einfach hier weiterschieben? Genau, einfach so schieben, wie du es haben willst. Und jetzt zeigt er sofort an, was er macht. Ja. Ja, ich denke mal, lass uns mal gucken, lass uns mal boosten. So. Bei mir kann er nicht viel wegboosten. Ja, das dauert immer ein bisschen. Also Ja, so viel genau. Wasser kann sich nicht mal eben schnell umstellen. Aber hier unten sehe ich schon, da tut sich einiges. Da kommt auch schon wieder was an. Jetzt haben wir halt konstant 100% und schwenken Ja. hin und her. Ja. Da oben kommt auch was an. Das ist die Frage hier. Da kommen wir noch nicht weit genug an. Da kommt noch nicht genug über. Glaube ich nicht. Da müssen wir noch mal ein bisschen warten. Außer wir drücken auf Pausieren, das können wir auch machen. Zum Beispiel mal eine Zeit lang gegen die Scheibe, 10 Sekunden, dass sich eine Strömung ausprägt und dann schwenken. Also ich kann auch Situationen für bestimmte Zeit einfrieren. Ja. Dass ich sage, hör mal, du bist Ja. jetzt für 5 Minuten hier an der Frontscheibe und dann Genau. gehst du wieder rüber. Und das kannst du, jetzt siehst du, mit welcher Geschwindigkeit er hin und her geht. Die Grenzwinkel, die wir gerade schon haben. wir Und die gesetzt kannst du haben. sagen, wo soll er pausieren? Zum Beispiel, genau, wo soll er etwas stärker oder schwächer laufen? Und Sektoren ist, soll er mal etwas schneller oder langsamer in gewissen Sektoren drehen. Genau. Das könnten wir zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel. Wir drücken hier auf Pause, sagen ja. Und jetzt Position, die muss ich ihm jetzt im Prinzip sagen. Ich sage jetzt hier, ich will hier zum Beispiel 51 Grad, sage ich übernehmen. Da möchte ich jetzt, dass du, ich drücke da einfach mal für dich drauf, 5 Sekunden pausierst. Okay, oben den Haken. Und jetzt macht er einfach wieder weiter. Kann wieder zurückgehen. Und wenn er dann diesen 51 Grad Winkel erreicht, wird er jetzt 5 Sekunden warten. Und es macht schon was aus, weil wenn er jetzt nur hin und her fächert, dann ist ständiges Chaos und es bildet sich nie so ein Rückkreislauf, also eine Rückströmung aus. Ja, ich weiß, dass Strömungseinstellungen sehr, sehr aufwendig sind. Ja, genau. Aber ich sag mal, ich spüre, dass wir nicht genug Wumms haben. Gell? Ich glaube auch noch nicht. Wir kommen da in der Mitte kommen wir noch nicht richtig über. Ja, und so, da setze ich mich dann morgens vor und habe dann stundenlang Zeit und dann kann ich das nach und nach ausprobieren. Also aber ich muss sagen, das gefällt mir hier von der App her schon sehr gut. Ich würde sagen, wir machen gleich in dieser Richtung hier ungefähr Ja. auf kurze Pause. Mach. Und da Mach. volle Lotte. Doch, guck mal hier. Jetzt kriegt die auch schon Strömung ab da. Ja. Jetzt kommt schon was über. Ich bin der Meinung, wenn wir das andere Netzteil reintun, Ja. Dass wir dann- Die Message für uns alle ist nur dann, ich sag mal, das Becken hat 3 Meter, oder? Wenn ich jetzt hier so 1,20, 1,30 sowas. bei 2 Metern kommt sie noch an, wenn ich einen Kreislauf im Aquarium aufbauen kann. Wenn da jetzt zum Beispiel eine Säule in der Mitte ist und die Strömung kann sich einmal schön darum ausbreiten, aber einfach nur auf die Gerade wird es hier, ich sag mal, der Größenordnung, was ist das, 1,80? Ja. 1,80 Mitte, rum? Mitte müsste Genau. 1,50, 1,80 sein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz schön oft dieses Tuning hier durchgezogen. Warum liefern wir den Orca nicht gleich standardmäßig so aus? Ja, weil er dann auch zu stark wird, tatsächlich. Weil in Wieso so kann ein ich bisschen jetzt- eine Beckenklasse drunter ist er dann auch einfach zu heftig unterwegs. So, und jetzt hat er wirklich Steroide intus. Jetzt drückt er. Jetzt müssen wir dann auch die Leistung richtig einstellen. Wenn ich mir die Oberfläche angucke, hat die jetzt schon fast genauso viel Leistung und ich fahre nur noch bei 35%. Oh, das ist doch der 73. oder? Nee, ich habe auf 35 runtergedreht. Stimmt, der läuft nur auf 33%. Holy shit. Den muss ich aber da wegdrehen, der haut mir Genau. das da So, das Wasser deswegen raus. jetzt hier reinklicken. Ja. Da, genau. Und dann kannst du im Prinzip Strömung. Und jetzt kannst du ihm sagen, von Winkel bis Winkel, achso, mit der prozentualen Leistung. Genau. Ach so, ich kann ihm da ja jetzt die Leistung runternehmen in dem Bereich. Genau, zum Beispiel. Jetzt, Oder jetzt geht er du gerade. hast quasi mit dieser Grundstärke, die macht er dann immer, außer du gibst ihm hier irgendwas, das es überschreibt. Wir hatten das irgendwie bei 52 oder irgendwie so, ne? Da. Übernehmen. Genau. Weil da darf er nicht so viel Prozente haben. Ja, dann ist Ende, also das Ja, musst jetzt lassen wir mal auf 10, du genau. musst ihm den ganzen Bereich geben. Und dann Von bis, da bis, ich würde mal sagen, bis da. Genau. So, da würde ich sagen. Übernehmen. und dann sagst du ihm, wie stark. Ja, Geschwindigkeit steht jetzt auf 10%. Ich glaube, die lasse ich auch mal erst stehen, obwohl ne, 20 geht auch. Das macht schon Spaß, ne? Ja, das ist schon eine tolle Sache hier. Jetzt bleibt sie da stehen. Genau. Jetzt dreht sie sich rüber. Und jetzt müsste sie da aber von der Leistung her runtergehen. Genau. Ist er auch. Ja, sie schwingt nicht mehr. Bei 33% schwingt sie so ein bisschen. Genau, aber Okay, sie, jetzt geht ist dann, aber da sie jetzt- geht dann wieder hoch, weil wir nicht weit genug rüber sind. Jetzt verstehe ich. Also gehen wir einfach mal. Wir sind nicht weit genug rübergegangen.
Ja. Wir waren bis 51% und wir müssen eigentlich gehen bis 57%. Genau, den letzten. Warte mal, da könnte ich doch theoretisch, wenn ich eure App richtig verstanden habe, einfach reinklicken und schreibe hier mal 57 rein. Geht das nicht? Würdest du sagen, dass das intuitiv ist oder kriegst du das nur hin, weil ich daneben stehe und immer drauf zeige? Sag mal so, ich hätte wahrscheinlich alleine etwas länger gebraucht, aber würde damit zurechtkommen. Okay. Die ist ziemlich selbsterklärend, die Software, und gefällt mir eigentlich gut. Und ich habe auch schon gesehen, dass die Leistung verdammt gut ist. Man muss dir vorstellen, jetzt auf Minimum braucht sie ja so 12 Watt rum, auf Maximum ist jetzt 30, also ist jetzt nicht unbedingt viel Energie, gell? So, und wenn sie hier nach vorne schießen, können wir auch noch mehr geben. Wir sehen jetzt, wie er da jetzt gerade überkommt. Und dann Ja, die ziehen sich ein, die haben keinen Bock darauf. Ja, denen ist das schon zu viel. Aber ich komme dahin, wo ich hin will. Also mit den Pumpen schaffe ich das nicht, da die Strömung so stark aufzubauen. Und das In ist dem bei Bereich. 50%. Da komme ich nicht mehr hin. Und wir sind gerade bei 50%. Also Felix, Respekt. Das sieht gut aus. oh, hier kriegt aber einer ganz schön die Haare gebürstet. Oh. Obwohl die einiges haben kann. Die hat Okay, immer schon das ziemlich ist in der Strömung gestanden, weil die immer in dem Bereich der Ja. Akkus waren. Aber mein Refervoir scheint nicht schlecht zu sein. Wir haben noch keine großen Wolken. Ja, stimmt. Ich glaube, das ist das erste Aquarium, das erste eingefahrene Aquarium, wo wir nicht Wolkenbildung hatten, nachdem wir einen Orca eingebaut haben. Wie gesagt, du hattest auch schon vorher sehr gute Strömung drin und du hast einen guten Riffaufbau. Also das ist hier Nice. mit mehr Nice to Ja. Have und Spieltrieb und nochmal irgendwas rauskitzeln als jetzt Notwendigkeit. Ja, genau. Ja, aber ich kriege da meine Strömung super hin. Das gefällt mir schon ganz gut da oben. Der untere Bereich dürfte ja auch sowieso, ja, die können schon mal ein bisschen mehr haben, aber das sieht auch noch ganz ordentlich aus. Ja, gerade kommt er jetzt wieder. Der war ja gerade auf der anderen Seite. Jetzt kommt er. Hier schon. Es gibt noch einen Effekt, den müssen wir berücksichtigen. Wenn du den zweiten Orca einbaust und sich die beiden Strömungen in der Mitte treffen, dann kann da die Post abgehen. Das kann auch ganz schön Sand aufwirbeln. Da müssen wir noch ein bisschen dann aufpassen. Ja, aber das gefällt mir eigentlich ganz gut, also muss ich sagen. Also bin doch ein bisschen begeistert. Brauchen wir den zweiten auch rein? Hast du Gerne, Bock? Okay. Gut. gerne. Also wir werden es definitiv schaffen, die auf jeden Fall rauszuschmeißen. Ja, wir haben unsere eigene Pumpe rausgeschmissen. Ja, nee, tatsächlich. Die beiden da hinten könnte man dann auch wirklich rausnehmen, und dann- weil ich habe wirklich im ganzen Becken überall eine super Oberflächenbewegung. Die habe ich vorher auch wohl gehabt, aber nicht so extrem. Die ist jetzt wirklich sehr gut hier. Finde ich total schön. Auch, dass sie hier ruhig ein bisschen hochtreibt, das ist nicht so tragisch. Ja. Ne, wir haben hier sehr schöne Oberflächenbewegung jetzt drin. Gefällt mir gut. Und hier unmittelbar unter der Pumpe ist das okay? Also Ja, da ist die Rückströmung, ja. Ne? Ja, okay. Da kann wohl sein, dass ich die eine oder andere noch wieder umstellen muss, weil Ja. jeder zu viel wird. Die Lederkoralle meckert nämlich auch gerade. Die Ja, sagt auch, richtig. hallo, was macht ihr da? Ich habe mich gerade dran gewöhnt, es war gerade so schön. Ja, dann nehmt ihr das Becken unter Umständen erstmal übel, ne? wenn Ja, du absolut, anfängst, Strömung zu absolut. verstellen. Wenn, dann wirklich am Morgen richtig vorsetzen und versuchen, das richtig schön wieder ganz im Griff zu entspannt, kriegen. absolut. Der liebe Rudolf hat den zweiten jetzt eingesteckt und da kommt ein schönes Feature. Der zweite Orca findet nämlich den ersten Orca und die beiden machen einmal und dann in der App siehst du nur, soll ich den zweiten einrichten? Ja, und erledigt. Das geht nochmal viel schneller, wie den ersten einzubinden. Das ist gerade auch das Schöne an dieser neuen Plattform. Wir haben das jetzt schneller hinbekommen, als der Silas seine Kamera starten konnte und der zieht normalerweise seine Kamera schneller als sein Schatten. Du kannst auch einstellen, dass er zum Beispiel Bereiche schneller überspringt, dass er zum Beispiel einfach nur sehr schnell einmal rüberfährt, wenn du auch das willst. Im Prinzip kannst du fast alles einstellen, was du dir vorstellen kannst. Oh, jetzt geht's los. Jetzt wird geheadbangt. 38% haben wir jetzt. Also für euch zu Hause so ein bisschen das Gefühl, die beiden Pumpen werden jetzt hier mit 50% betrieben, oder? Kann man so sagen? Ja. Rudolf, mein Lieber, nimm uns mal nochmal bei deinen Gedanken mit. Was machst du Ja, gerade? ich schaue jetzt gerade, welche Koralle sich wie stark bewegt, wie stark sie in den Strömungen ist, weil nicht jede Koralle zu viel Strömung haben darf. Die Eufys kriegen jetzt für einen kleinen Moment eine ziemlich starke Ladung ab, aber ist doch erträglich. Das ist schon, das können sie wohl haben, das geht wohl. Da hinten ist noch ziemlich hart eine Ecke. Ich glaube, da muss ich schneller raus aus der Ecke, da darf nicht so lange da drin stehen. Ja. Wie gesagt, das sind jetzt so Sachen, wo ich jetzt nachgucke, welche Koralle, welche Ecke jetzt wie viel Strömung bekommt. Was mir jetzt tatsächlich wirklich gut gefällt, die Reaktion der Pumpen, wie schnell die reagiert und mir auch zeigt, was ich verstellt habe. Ich habe jetzt vorhin ganz schnell hier runtergedreht, ein bisschen auf 10% in dem Bereich. Was? Der läuft in dem Bereich, fährt er nur noch mit 10%. Ja, man sieht es auch in der Live-Ansicht gerade. Ja, Also. bei der Strömung hier, die hatte ich hier eingestellt auf 10% in dem Bereich. Genauso wie im äußersten Bereich. Ja, das ist halt auch was, da kannst du dich dann morgen hinsetzen, Ja, da bin dir ich- überlegen, 2-3 Stunden Ja. einfach einstellen und gucken, das ist echt geil. Und jetzt mache ich es noch komplizierter, mein Lieber. Ich zeige es mir auch den Zuschauern.
wir können jetzt auch, nochmal zurück, wir können jetzt auch hier, guck mal, den ganzen Tagesablauf einstellen. Was du jetzt hast, ist sozusagen die Grundeinstellung. Du kannst jetzt noch ein paar, sag ich mal, Optionen in den Tagesverlauf reingehen. Also das ist auch noch eine Möglichkeit. Das Aquarium hier ist ein Meisterwerk. Wir haben jetzt hier einen ziemlich intensiven Eingriff vorgenommen. Das braucht noch ein bisschen Feintuning, um ganz ehrlich zu sein. Aber man sieht schon, also hier ist es jetzt gut, hier sind jetzt 2 Sektoren mit reduzierter Leistung. Vielleicht müssen wir die noch mehr reduzieren. Und da vorne ist jetzt auch einmal der zur Seite hin reduzierte Leistung und einmal auf die lange Seite mal eine Pause, dass auch wirklich in der Mitte Strömung ankommt. Ja. Wenn ich das mal so zusammenfassen darf, ich bin da jetzt absolut happy mit. Ich kann jetzt mal als kleinen Ausblick sagen, die App funktioniert schweinegut, das macht sehr, sehr viel Spaß. Das war jetzt richtig balsam. Ich habe gerade leicht Anflüge von Gänsehaut, weil das so schön ist. Und deswegen auch hier gleich nochmal das Versprechen und die Aussicht an euch. Wir arbeiten derzeit daran, die ganzen Tunze-Hub-Geräte auch in die App zu integrieren, sodass ihr ein einziges, nahtloses, schönes Erlebnis mit unseren Produkten habt. Seid dann noch ein bisschen nachsichtig, dass wir noch nicht umgesetzt haben. Ich kann euch sagen, jetzt, Mitte Dezember, geben wir gerade Vollgas für euch da abzuholen. Gell? Wenn ihr Bock auf das Ganze habt, wir verlinken euch, wie gesagt, unten nochmal in der Videobeschreibung unsere lieben Orcas. Ich habe jetzt richtig Spaß, ich finde sie sehr, sehr schön. Die Strömung ist anders. Ja, wir haben jetzt gerade keine Welle mehr drin. Es ist vielseitig, man kann eben diese vielen Freiheitsgrade richtig ausleben und bespielen und das ist vielleicht auch was sehr individuell ist und was sehr schön ist. Ich habe das Welleneffekt, den ich vorher drin hatte, auch nicht von heute auf morgen, sondern erst nach fast 1,5 Jahren hingekriegt. Ja. Das kann ich nicht erwarten, dass ich die Pumpen hier reinschmeiße und das Ding funktioniert. Also ich bin schon ein ganz Stück weiter. Ich kann meines Erachtens besser und schneller die Reaktion der Pumpe erkennen, wie sie sich verhält. Und ich habe auch viel mehr Möglichkeiten. Dieses Wellenbewegung, Wellenerzeugung wird die Pumpe mit Sicherheit auch können. Die Pumpe hat jetzt 30 Watt auf Maximum und wir haben jetzt die auf der Hälfte laufen. Ich sag mal, die haben jetzt, weiß ich nicht, irgendwas um die 20 Watt rum, 15 Watt rum, das ist nicht ganz linear zueinander, aber wir brauchen jetzt echt nicht viel Energie gegenwärtig, um das Ganze hier zu betreiben. Ich weiß gar nicht, was die vorher gebraucht haben, ich will es vielleicht gar nicht wissen, weil es gemein ist, aber wir brauchen viel weniger Energie. Das liegt einfach auch einmal daran, ja, die Pumpe ist ein bisschen größer, ist neu, ist super optimiert auf Energieeffizienz und durch die Bewegung decke ich halt diesen ganzen Bereich ab. Das geht halt mit einer starren Pumpe nicht so. Und das sind Benefits, die das Ganze extrem effizient machen. Das war mir jetzt eine Riesenehre, dass wir haben jetzt 4 Videos hier gedreht, dass wir diese 4 Videos hier drehen konnten. Ich glaube, du bist auch ein ganz bisschen erschöpft, oder? Ja, erschöpft schon und hat auch nicht mit gerechnet, dass er so viel Video. Ich kann euch sagen, wenn man so lange vor der Kamera ist, ich meine, wir sind jetzt schon so ein paar Stunden, oder? 6 Stunden machen wir das jetzt. Wir hatten ein super gutes Mittagessen, nochmal danke dafür. Aber 6 Stunden hier vor der Kamera, da ist man auch ein bisschen erschöpft und ich kann euch aus Erfahrung sagen, man fühlt sich hinterher, als hätte man nur Schmarrn erzählt und das ist alles wie so ein bisschen so ein Traum und hinterher schaue ich mir dann das Video an und feiere eure Kommentare, weil ihr eine super Community seid. Vielen, vielen Dank, mein Lieber, dass ich das heute hier alles mit dir erleben durfte. Ich freue mich auf die Follow-up-Videos. Wenn ihr euch auch auf die Follow-up-Videos freut, schreibt es uns unten in die Kommentare und was ihr auch immer denkt, schreibt es uns unten in die Kommentare. Ihr habt bestimmt noch ein paar coole Ideen. So, ne? Genau, wie habt ihr immer. Ich feiere euch. Macht's gut, ihr Lieben. Wir sehen uns im nächsten Video. Ein schönes Wochenende und ciao. Ja, ciao.